Wenn du mit deinem Wagen unterwegs bist, vertraust du bei jeder Fahrt auf die Bremsen. Aber was ist, wenn die anfangen zu rubbeln, zu quietschen oder wenn das Pedal schwammig wird? Dann ist es die höchste Zeit zu handeln. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie man die Bremsen richtig wechselt, worauf man achten muss und welche Fehler man vermeiden kann, die sehr oft gemacht werden. Bleib also bis zum Ende dran, dann weißt du, wie man den Bremsenwechsel fachgerecht, sicher und ordentlich durchführen kann. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema, das irgendwann jeden Autofahrer betrifft, und zwar um den Wechsel der vorderen Bremse. Ich zeige dir in diesem Video detailliert den ganzen Ablauf, inklusive Drehmomente, und ergänze das alles mit ein paar Tipps aus der Praxis. Und wenn du passende Ersatzteile suchst, habe ich dir alles in der Videobeschreibung verlinkt, vom Werkzeug bis zu den Ersatzteilen. Beim Kauf der Ersatzteile soll man unbedingt auf die Qualität achten. Billige Bremsbeläge können zwar funktionieren, nutzen sich aber meistens schneller ab und quietschen. Unter dem Strich ist es am Ende teurer als gedacht. Jetzt aber zur Sache. Als erstes wird das Rad entfernt. Nun sieht man schon die Bremsscheibe und den Bremssattel. Und genau hier spielt sich gleich alles ab. Als Vorbereitung werden wir die Leitungen aus der Halterung entfernen. Und dann beginnen wir mit dem Lösen des Bremssattels. Dafür müssen wir hinten am Bremssattel beide Schrauben entfernen. Dafür werden zwei Schlüsseln benötigt, Schlüsselweite 13 und 15 mm. Nun kann der Verschleißkontakt abgeklemmt werden. Im nächsten Schritt ist der Bremssattel dran. Ich verwende hier sehr gerne den Kunststoffhammer, der den Arbeitsschritt sehr erleichtert. Ja, die verschlissenen Bremsbacken können jetzt auch entfernt werden. Sobald der Sattel lose ist, befestige ich ihn vorsichtig mit einer Schnur an dem Federbein, damit die Bremsleitungen nicht belastet werden. Sie dürfen auf keinen Fall unter Spannung stehen. Jetzt noch schnell die beiden Schrauben entfernen und dann kann es weitergehen. Schlüsselweite 18 mm. Sehr schön, jetzt ist die Bremsscheibe dran. Hier sehen wir die Befestigungsschraube, die entfernt werden muss. Innensechskant 5 mm. Wenn sie festgerostet ist, hilft oft ein gezielter Hammerschlag. Und falls sie wie festgeschweißt sitzt, kann man an dieser Stelle etwas Rostlöser verwenden. Nun kommt der Kunststoffhammer wieder zum Einsatz. Nach der Demontage sieht man, wie viel Dreck sich hier angesammelt hat. Für die Reinigung empfehle ich eine Drahtbürste. Damit wird der Bereich gründlich gereinigt. Jetzt ist die Radnabe dran. Jede Roststelle sorgt hier für einen leichten Schlag, den man später beim Bremsen merkt. Deshalb arbeite ich hier besonders sorgfältig. Ja, das ist die Ausbeute. Der Rest ist zwar sauber, aber leidet schon etwas unter Korrosion. Ich werde deshalb an dieser Stelle Fluidfilm einsetzen, um die Rostbildung aufzuhalten bzw. zu verlangsamen. Dabei achte ich, dass keine Kunststoffteile benetzt werden. Damit werden eventuelle Unverträglichkeiten ausgeschlossen. So, und jetzt geht's mit der Reinigung weiter. Hier verwende ich auch die Drahtbürste und zusätzlich eine Messingbürste. Nun, nach der Reinigung können die Gleitstellen gefettet werden. Das wird später eventuelle Quietschgeräusche verhindern. Die Bremspaste und alles andere, was man für die heutige Aktion benötigt, habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt.
So, bitteschön. So sieht es aus. Jetzt komme ich zu der Montage der neuen Bremsscheibe. Ich habe mich für die Produkte der Firma ATE entschieden. Wenn es um die Sicherheit geht, soll nicht gespart werden. Also, das ist die Bremsscheibe. Hier sehen wir die Bohrung mit der Flachsenkung. An dieser Stelle wird die Scheibe befestigt. Und zwar mit dieser Schraube. Innensechskant 5 mm. Diese wird anschließend mit 10 Newtonmeter angezogen. Jetzt bereite ich die Bremsbeläge vor. Dafür wird der Verschleißkontakt befestigt. Nun kommt alles wieder zusammen. Die Schrauben werden dabei mit den erforderlichen Drehmomenten angezogen. Hier wird noch eine schnelle Reinigung durchgeführt. Die Messingbürste ist dafür perfekt geeignet. Als nächstes wird der Bremskolben zurückgesetzt. Ich verwende dafür ein Stück Holz und eine Schraubzwinge. Es ist eine sehr einfache Methode, funktioniert aber sehr gut. Jetzt ist alles in der richtigen Position und kann festgeschraubt werden. Nun können die Leitungen befestigt werden und als nächstes wird der Verschleißkontakt angeschlossen. An dieser Stelle wird der Bremsenreiniger zum Einsatz kommen. Damit werde ich die Fettreste und Schmutz entfernen. Schließlich möchte man, dass die Bremsen optimal funktionieren. Zum Schluss wird das Rad befestigt, das Fahrzeug wird abgelassen und die Radschrauben werden mit 120 Newtonmetern angezogen. Und so einfach kann man bei dem W124 die vordere Bremse erneuern. Wenn die Reparatur so durchgeführt wird, kann man sicher sein, dass der Wagen wieder zuverlässig bremsen wird. Die passenden Ersatzteile und Werkzeuge, die ich in diesem Video verwendet habe, findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal, damit du weiteren Videos nicht verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.